hallo, moin moin, da bin ich wieder. Hashtag wir bleiben zu Hause. Ja, wir befinden uns leider immer noch in dieser elendigen Corona-Zeit. Aber alles jammern nützt nichts. Wir müssen das Beste draus machen. Und das Beste fängt damit an, wie gesagt, indem wir alle zu Hause bleiben, möglichst den Kontakt zu anderen nicht aufsuchen, auch wenn das schwer fällt. Aber wir können uns ja die Zeit anderweitig vertreiben. Ich, zumindest für meine Seite, habe jetzt hier in den letzten 2 Wochen doch so ziemlich einiges in meiner Werkstatt geschafft, habe wirklich mal so Ecken aufgeräumt und entrümpelt, was ich immer schon mal machen wollte. Ihr kennt das, ne? Dann schiebt man das so von einer Ecke in der anderen und mache ich morgen oder nächste Woche und bleibt das dabei. Ja, und das ist jetzt mal eine Chance, in dieser Zeit solche Sachen in Angriff zu nehmen. Aber ich denke, das sieht bei euch wahrscheinlich ähnlich aus. Ja, was möchte ich euch heute zeigen? Heute aus dem Bereich Werkstatthelfer. Eine kleine, aber doch, ich finde, sehr nützliche Sache. Und zwar geht es um dieses Podest von meiner Standbohrmaschine. Warum ich das gebaut habe? 2 Sachen haben mich eigentlich immer gestört. Die erste ist, die Bohrspäne, die halt immer durch dieses Loch unter diesen Standfuß fallen. Wenn die Standbohrmaschine ist ja fest auf der Werkbank verschraubt. So, dann bohrt man, die Späne fallen hier durch dieses Loch, durch diese kleinen Ritzen und man kriegt sie eigentlich wirklich nie so richtig weg. Man kann dann wohl mit dem Staubsauger ein bisschen was machen, aber gerade wenn man dann mal Metall bohrt, da noch ein Schneidöl, Bohröl dazu verwendet, das verklebt alles und irgendwann ist es einfach eine Schmiererei und nicht schön. Ja? Problem Nummer 2 ist halt ja, die Standfestigkeit, nenne ich sie mal. Ja? Also wie gesagt, sie wird ja auf der Werkbank und muss auch auf der Werkbank verschraubt werden. Will man und muss man sie vielleicht mal um ein paar Zentimeter nach links oder rechts versetzen, ist es nicht möglich. Ja, dann müsste man sie halt wieder lösen, woanders neue Löcher bohren, sie da wieder verschrauben. So, und da habe ich halt eine Lösung für beides gefunden. Zu einem in diesem Podest, wodurch auch die Standbohrmaschine in sich noch mal etwas höher steht, wenn es auch nur ein paar Zentimeter sind. Aber für mich ist es einfach vom Davorstehen und vom Arbeiten wesentlich besser und schonender für den Rücken. So, ich habe jetzt also schon mal die Standbohrmaschine höher. Das Problem mit den Spänen habe ich gelöst durch diese Wolla, diese Spänenschublade. Ja? Das heißt, beim Bohren fallen die Späne nur nach unten in diese Schublade hinein und ich kann sie einfach nehmen, auskippen oder aussaugen. Gut, es fliegen natürlich auch noch welche drumherum. Dafür habe ich dann hier an der Seite, hier habe ich meinen Staubsauger, habe hier so einen kleinen Halter für das Endstück und kann direkt nach dem Bohren auch schnell drumherum immer die Späne direkt wieder wegsaugen. Das macht wirklich viel aus. Ja, wenn man es griffbereit hat, müsste ich natürlich erstmal irgendwo hinlaufen, den herholen. Würde ich auch nicht immer machen. Da bin ich dann auch zu faul für. Ja. Problem Nummer 2, was ich gerade sagte, steht sie fest an einer Stelle und ich habe jetzt mal ein längeres Werkstück, eine Holzlatte, muss sie hin und her schieben. Hier bei mir habe ich zum Beispiel das Problem, klar, dass hier diese Schrankwand ist. So, stoß dagegen und komme wieder mit dem Bohren nicht weiter. Dafür habe ich dieses Podest hier auf C-Profile laufen. Ich habe die Schrauben vorhin schon mal so ein bisschen gelöst, kann nun die ganz bequem, zumindest auf diesen Meter, hin und her schieben. Ja? Im Nachhinein habe ich noch gedacht, obwohl ich hatte keine längeren Profile, als ich es gemacht habe, hätte ich würde ich es nochmal machen, würde ich längere C-Profile nehmen, sodass ich es noch weiter zur Seite hinschieben kann. Aber so ist das wirklich schon mal eine große Hilfe. Kann auch, wenn ich sie nicht brauche und ich brauche mehr Platz auf der Werkbank, ganz ans Ende schieben. Und wie gesagt,
habe hier wieder mehr Arbeitsfläche. So, ich schiebe es jetzt mal wieder zurück. Ja, wie habe ich den nun gebaut? Hier mein Podest mit der Schublade und diesem Schiebesystem. Im Prinzip eigentlich recht simpel und einfach, aber man muss erstmal darauf kommen. Ja? Ja, um euch das zu zeigen, muss ich erstmal eben hier die Standbohrmaschine abschrauben. Also zäumen das Pferd mal von hinten auf. Ja? Wie ihr seht, ist jetzt dieses Grundpodest. Dafür hatte ich eine 27 mm Siebdruckplatte genommen, auf die ich zu Anfang die Standbohrmaschine draufgestellt habe, um halt die Fläche aufzumalen von diesem Standfuß. Das habe ich dann in dem ersten Schritt ausgesägt. Danach die Löcher, hier die Bohrlöcher übertragen, um halt die Standbohrmaschine auf dieser Siebdruckplatte festschrauben zu können. Für die Stützfüße, wie auch immer an den Seiten, also diese hier, habe ich zwei, was waren das? Ich glaube 21 mm Multiplexplatten waren das. Habe ich aufeinander verleimt, um halt eine breitere Auflagefläche zu haben, und habe die hier von unten auf die Grundplatte verleimt und verschraubt. Die Löcher für die Schrauben, durch die die Standbohrmaschine an dieser Platte verschraubt wird, habe ich hier versenkt mit Forstnerbohrer. Aus dem Grunde würden die Schraubenköpfe nämlich aufliegen, stößt nachher, oder dann könnte ich halt diese Späneschublade da nicht reinschieben. Und wie gesagt, deswegen halt diese Sackbohrung. Bevor ich die Löcher gebohrt habe, für die Schrauben, mit der das Podest hier in diesen Führungsschienen gehalten wird, habe ich erst die Führungsschienen eingesetzt, und dabei bin ich wie folgt vorgegangen. Mit der Oberfräse und einem 17 mm Fräskopf habe ich zunächst hier die Nuten hineingefräst, in die C-Profile hineinkommen. 17 mm, weil die halt 17 mm breit sind. Und entsprechend in der Tiefe, sodass die Profile genau bündig hier in der Arbeitsplatte jetzt verlaufen. Nachdem ich das gefräst hatte, habe ich die Enden der C-Profile hier abgerundet. Da seht ihr die Abrundung, damit die hier exakt drinne liegen, weil Fräskopf macht halt runde Enden. Ja? Befestigt habe ich die C-Profile mit Epoxykleber. Ich habe also in die Not Epoxykleber hineingefüllt, schön dünn verstrichen und dann die C-Profile da hineingesetzt und gewartet, bis es getrocknet ist. Also das hält auch wirklich super gut, da löst sich gar nichts. Ganz wichtig hier, die Enden müssen natürlich offen sein, sonst kann ich das Podest dann nicht einfädeln. Auf diese Schienen aufgesetzt und geführt wird das Podest nachher mit ganz normalen M8er Maschinenschrauben. Ich habe eine Länge von 60 mm, ergibt sich halt aus der Höhe von dem Podest, die hier halt in diese Führungsschienen eingefädelt werden, und darauf kommt nachher das Podest. Um nun die Löcher für die Bohrung festzulegen, das war ein bisschen knibbelig, bis ich das raus hatte, weil man muss wirklich ganz exakt arbeiten. Die müssen genau mit den Schienen übereinstimmen. Und vorgegangen bin ich dabei, ich schiebe das mal an die Seite, indem ich 8 mm Dübelmarkierer hier gesteckt habe in die Schienen, passen da genau drin, weil das ja halt 8 mm Schienen sind, C-Profile sind. So, habe die exakt ausgerichtet, dass sie genau gegenüber liegen, und dann das Podest aufgesetzt
gesagt, vorher genau ausgerichtet, aufgedrückt und hatte dann hier die Markierung unten in diesen Sockeln, wo ich dann die Löcher, diese 8 mm Löcher bohren konnte, durch die halt die Maschinenschrauben gesteckt werden. Also man muss da wirklich exakt arbeiten. Ganz wichtig ist auch, dass die Schienen genau parallel in der Arbeitsplatte verlaufen. Laufen die nicht parallel, sondern ein bisschen schief, hakt das nachher, dann kann man das ganze System vergessen, dann kriegt man da gar nichts mehr hin und her geschoben. Was ja auch irgendwie völlig logisch ist. So, rein theoretisch könnte ich jetzt das Podest hier auf die Schrauben aufsetzen, muss aber vorher die Standbohrmaschine hier drauf festschrauben, sonst bekomme ich nachher nämlich hier hinten die Schrauben nicht angezogen, komme ich nämlich gar nicht dran, bis da hinten. Also ich setze jetzt als erstes die Maschine wieder drauf. Okay, die Standbohrmaschine ist auf dem Podest jetzt schon mal festgeschraubt. Jetzt wird das Podest hier auf diese Schrauben aufgesetzt. Und das ist ein bisschen knibbelig, weil jetzt natürlich das Gewicht von der Standbohrmaschine dazu kommt, aber das macht man ja auch nur einmal. Okay, jetzt ist sie drauf. Anstrengend. Hier hatte ich so Sackbohrungen gemacht, hatte ich schon gesagt, ne? Damit die Schrauben da nicht, die Muttern da nicht hochstehen. So, Unterlegscheiben mit hinein. Und nun können die angezogen werden. Also, Standbohrmaschine steht auf dem Sockel, Sockel auf den Führungsschienen und kann jetzt wieder so hin und her schieben. Man könnte natürlich auch, anstatt jetzt hier dieser normalen Mutter, so Flügelmutter nehmen. Dann brauche ich mir nicht jedes Mal hier den Maulschlüssel dazu holen. Aber wie gesagt, also ich habe es mittlerweile so, dass ich die gar nicht ganz festziehe. Die verrutscht mir trotzdem nicht. Also ich habe es hier, ihr seht so, dass ich es immer noch mal so schieben kann. Das reicht eigentlich schon völlig aus. Die Schublade, die Schublade, die Schublade. Die hatte ich eigentlich erst ein paar Tage später gemacht, weil ich nämlich immer gedacht habe, ich kann hier den Dreck einfach hier unten runter wegsaugen. War aber irgendwie dann auch nicht so toll. Ja, und hatte dann, wie ich schon gesagt hatte, diese Idee noch mit der Schublade ganz simpel gebaut. Einfach aus Holzleisten, die ich eingenutet habe. Ich glaube, das war 5 mm Sperrholzplatte oder 3, ich weiß es gar nicht mehr. Habe das halt eingenutet, habe das auch gar nicht auf Gärung gesägt, sondern hier einfach Kante an Kante gesetzt, verleimt und vorne und hinten jeweils nochmal an beiden Seiten mit 2 Schräubchen festgeschraubt, so dass es wirklich gut sitzt oder hält. Ja. Wichtig ist, dass die Front hier vorne etwas länger ist wie die Schublade selber. Also wäre sie vorne genauso breit wie hinten, würde sie halt durchrutschen. Und so stößt sie hier, wenn man es hier reinsetzt, gegen diese Sockel an und ja, rutscht nicht durch. Die Höhe ist, ich glaube, so 2-3 mm tiefer als der Abstand hier so. Sonst wäre das genau pass aufeinander, kriegt man es nicht mehr gut hin und her gerutscht. Also hineingeschoben und herausgezogen. So ist es richtig. Ja, das war es soweit zu meinem kleinen Werkstatthelfer. Hier diesen schiebbaren Podest für meine Säulenbohrmaschine. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, vielleicht für den einen oder anderen ja auch ein ganz nützlicher Werkstatthelfer. Wie ihr gesehen habt, ist es recht simpel und eigentlich recht einfach gemacht.
Man muss halt nur wirklich auf die Genauigkeit achten, hier beim Einsetzen der C-Profile und beim Übertragen der Bohrlöcher für die Schrauben, auf die das Podest halt nachher zu stehen kommt, weil sonst kann man es halt nicht mehr hin und her schieben. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Ich gucke da immer rein und versuche die möglichst schnell auch zu beantworten. Und ansonsten, ja, was bleibt mir? Ja, euch noch einen schönen Abend zu wünschen und ja, alles Gute, bleibt gesund, denkt dran, Hashtag wir bleiben zu Hause. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Bis denn. Tschüss, tschüss. Nachdem ich hier mein Podest und alles soweit fertig hatte mit der Schublade, auch ganz glücklich war, hat sich dann nach ein paar Tagen etwas ergeben, wo ich gesagt habe, da muss noch eine Ergänzung dazu. Und zwar die Auflagefläche bei dieser Standbohrmaschine ist ja nun nicht sehr groß, sodass man, wenn man längere Stücke hat, das schnell ins Kippeln kommt, gerade wenn man so lange Holzleisten hat, die man bohren will. Und hat halt überlegt, wie mache ich das? Ich brauche hier irgendwo noch eine Verlängerung dran, die aber nicht permanent da sein soll. Hatte schon überlegt, irgendwas hier noch mit Schienen zu machen und so weiter. Im Endeffekt ganz einfache, simple Lösung, die ich da gefunden habe, sind zwei solche Holzböcke, auch wieder aus Restholz gebaut, zwei Füße, Siebdruckplatte oben drauf, die Schrauben versenkt, dass sie bündig liegen und die sind auf der gleichen Höhe oder haben die gleiche Höhe wie hier die Bohrplatte von der Standbohrmaschine. Wollte da, wie gesagt, erst noch so Schienen dran machen, wo ich die drauf führen kann, muss aber gar nicht sein. Jetzt kann ich die jederzeit einfach so auf meine Werkbank hinstellen, wo ich sie brauche. Je nach Länge der Holzstücke, die ich hier habe, sind sie einfach schnell hingestellt und auch genauso schnell wieder. Ich habe hier gleich die French Cleat Wandhalter dran gemacht. Wenn ich sie nicht brauche, kann ich sie hier auch gleich wieder hinhängen. Na, so. Und habe sie hier nicht mehr im Weg rumstehen und habe dadurch dann auch wieder mehr Platz auf der Arbeitsplatte. Ja, das war es soweit zu meinem kleinen Werkstatthelfer, hier diesem Podest, verschiebbaren Podest von meiner Standbohrmaschine. Vielleicht hat es dem einen oder anderen von euch gefallen oder ihr sagt, ja, Mann, nützliches Teil, könnte ich mir auch machen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es einfach unten in einen Kommentar hinein. Ich werde euch das dann direkt beantworten, soweit ich es beantworten kann. Ich gebe mir immer die allerbeste Mühe. Ja? Okay, was bleibt mir ansonsten noch? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bleibt auf jeden Fall gesund. Vergesst nicht, Hashtag wir bleiben zu Hause. In diesem Sinne, bis denn. Ciao, ciao, eure Annette.